Ja, hallo Leute, heute kam ein Kumpel zu mir und hatte Probleme mit seinem Auto. Das steht jetzt da hinten in der Garage und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, und zwar ist er liegen geblieben, dann hat ihn der ADAC abgeschleppt. Der ADAC hat diagnostiziert, okay, Anlasserdefekt. Ey, das kann doch nicht sein, dass so ein bisschen Plastik so viel Kohle kostet. Das ist doch nicht normal. Das ist doch Abzocke, das geht doch gar nicht. Grundsätzlich schraube ich eigentlich nur an meinen eigenen Autos rum. Da das Auto aber von einem guten Kumpel ist und der die Werkstatt zu hat und erst am 9. wieder aufmacht, habe ich gesagt, okay, dann gucken wir mal, weil er braucht ja das Auto. Jetzt startet dieses Auto nicht mehr. Jetzt haben wir mal nachgeschaut, oder vielmehr habe ich erstmal das Messgerät rausgeholt, weil ich habe kein ODB2 Lesegerät. Haben wir erstmal geschaut, ob am Anlasser Spannung anliegt. Also Strom kam an, nur eben der Startstrom, also Zündungsplus K oder der Zündschlüssel, wenn du den drehst, der kam unten nicht an am Anlasser. Kurzerhand habe ich mal einen 17er Schlüssel genommen, die Kontakte überbrückt, Anlasser sprang rein. Super. Ja Leute, was soll ich sagen, leider habe ich versäumt zu filmen, wie wir das direkt am Fahrzeug machen. Wo mein Kumpel André da war, haben wir das zu zweit gemacht. Ich lag unterm Auto, er überm Auto und umgekehrt und wie auch immer. Ich erkläre es euch jetzt mal, weil zunächst dachte ich mal, dass das gar nicht so interessant ist. Deswegen zeige ich euch das jetzt anhand dieses Standbildes mit ein bisschen Erklärung. Ja, jetzt kam hier unten am Anlasser an dem Magnetschalter keinen Strom an, wenn man den Zündschlüssel gedreht hat. Und dann mussten wir mal auf Ursachenforschung gehen, weil der Anlasser hat ja gedreht. Dazu haben wir dann zunächst mal die Batterie ausgebaut. Das sind 3 8er Schrauben. Dann hat man die Wanne unten raus. Die Kabel sind da mit Clipsen befestigt. Die kann man mit so einer Spitzzange zusammendrücken und vorsichtig rausmachen, damit man die später wieder verwenden kann. Ja, wenn man die Batterie dann ausgebaut hat und die Wanne, dann sieht das so aus. Und zwar sieht man hier links, da ist dieser Hebel von dem Wahlhebel im Auto, also diese Verlängerung, die nach vorne in den Motorraum reingeht. Der Schalter sitzt an dieser Stelle. Da hinten im Hintergrund, da sieht man den Stecker, der an dem Schalter endet. Und blöderweise läuft dieses Kabel hier unten unter diesem Motorhalter rechts, der da zu sehen ist mit diesen 5 Schrauben, unten durch, sodass man, wenn man diesen Schalter ausbauen möchte, diesen Motorbock oder Motorhalter ausbauen muss. Sonst hat man keine Chance, den Stecker daraus zu bekommen. Dazu kommt noch, dass da unten das noch mit Kabelbindern mit einem anderen Kabel zusammen verbunden ist. Jetzt hatten wir natürlich den Stecker freigelegt und getrennt. War ein bisschen schwierig, weil der alt und naja, schon ein bisschen stramm zusammen war. Jetzt hatten wir aber die Möglichkeit zu messen. Wir konnten direkt an dem Stecker messen, die Kabel, die zum Anlasser hingehen und die Kabel, die oben zum Relais und zur Sicherung gehen. Und auch natürlich den Schalter. Alle Kabelwege waren in Ordnung, außer die beiden, die in den Schalter reingingen. Somit mussten wir den Schalter ausbauen. Aber wie es jetzt weitergeht, seht ihr jetzt ganz normal im Video. Ja, wie haben wir das jetzt gemacht? Ich bin ja also ein großer Fan von dem Herrn Pasch und den Herrn Faul, die kennt ihr bestimmt unter die Autodoktoren. Und die zeigen ja immer so ganz tolle Sachen. Und im Prinzip habe ich ja nur das Problem, dass ich kein so ein Lesegerät habe für ODB2. Aber ich glaube, das hätte mir auch gar nicht geholfen in dem Falle. Und jetzt zeige ich euch mal, wie wir das mit dem Schaltplan rausfinden können oder wie ich vorgegangen bin. Ja, als erstes haben wir mal hier uns den Plan zurechtgelegt. Klemme 30 geht zum Anlasser, Spannung, Anlassermotor, Masse. So, Masse, Strom war da. Dann beim Zünden, Magnetschalter, keine Spannung, schlecht. Dann gehen wir mal zurück, dann geht es hier hoch, kommen wir hier oben an, XE4, das ist eine X ist meistens eine Steckverbindung oder sonst irgendwas oder Steuergerät oder sowas. So. Dann haben wir hier FE18, F bedeutet Sicherung, FE18 haben wir kontrolliert, die sitzt hier vorne direkt neben dem Relais von dem Starter.
Dann gehen wir wieder zurück. Entschuldigung, wenn ich so rumschwenke. Das ist das Relais. Relais hat geschaltet, man hat es gespürt beim Einschalten. Okay, hat auch funktioniert. Dann gehen wir hier weiter runter. Dann haben wir einmal den Strompfad, der geht hier runter, manuelles Getriebe, halbmanuelles, also Easytronic, und dann das vollautomatische. Ne? Und von da aus geht es dann zurück auf den Magnetschalter vom Anlasser. So, kurzerhand habe ich dann einfach mal hier zwischen den beiden Klemme 50 und 30 17er Schlüssel ganz brutal dazwischen gehalten. Anlasser ging rein, Motor hat gedreht. Okay, dann zurück, weiter hier. Dann müssen wir hier weiter schauen. Automatikgetriebe. Das geht dann weiter, und zwar beim Strompfad 1305. 1305, jetzt schwenken wir mal wieder rüber. Entschuldigung, dass das so schnell geht. 1305 haben wir hier. Gehen wir mal hoch. Das ist das Kabel. Und zwar ist das ein schwarz-rotes Kabel, 2,5 Quadrat. Dann geht das hier wieder raus. Und da haben wir den Strompfad 110. Nochmal wieder rüberschwenken. Achtung, festhalten. Dann haben wir hier 1310 als Gegenstück. Achtung, festhalten, wieder zurück. 1310 sind wir hier unten, also passt. So, das heißt, hier muss Spannung reinkommen und hier wieder rausgehen. Trickigerweise sind die Kabelfarben alle schön dran. Und das hier ist dieser Schalter S187. Achtung, und zwar in der Legende steht S187 Schalter Automatikgetriebe. Der hat leider auf der anderen Seite, das sind hier Steckverbindungen, der hat keine Klemmenbezeichnung, also steht nichts von X. Und diese Kabelfarben sind nirgendwo angegeben. Ist aber ganz einfach, weil das ist der Zündstrom, der den Magnetschalter betätigt. Hier kann man schön sehen, 2,5 Quadrat, alle anderen haben 0,75. Das heißt den Kabelquerschnitt. Sind zwei etwas dickere Kabel, die da rauskommen. Also kann man das ganz gut finden. In unserem Fall war es schwarz und weiß. Und an denen haben wir uns dann weiter orientiert. Dann haben wir zunächst erstmal den Stromkreis geprüft. Und zwar schwenke ich jetzt wieder rüber hier mit dem Messgerät hier. Da kann man so Durchgangsprüfung mitmachen oder Spannung prüfen. Wir hatten die Batterie ausgebaut, also konnten wir nur noch Durchgang prüfen, weil die Batterie muss raus, sonst kommt man an den Schalter nicht dran und an die Steckverbindung. Dann haben wir eben den Kreislauf durchgeprüft, durchgepiepst, passt alles, einmal zum Relais hin, das Relais rausgezogen, am Kontakt gemessen, okay, ist Durchgang da. Auf der anderen Seite von dem Stecker wieder runter zum Magnetschalter, Durchgang war da, passt. Das heißt, irgendwo hier zwischen funktioniert was nicht. Und jetzt schwenken wir wieder rüber. Das ist genau dieser blöde Schalter hier, der S187. Ja, S ist immer S für Schalter oder Switch im Englischen. Und da mussten wir uns dann weiter mit beschäftigen. So, das ist jetzt dieser Schalter, der Safety Switch für neutral. So ungefähr sieht der aus. Den habe ich jetzt schon mal zerlegt. Da sind so ein paar Einzelteile da drin. Ein paar Federn, Kontakte. Ja, jetzt habe ich den leider schon abgeschnitten. Dann habe ich das hier durchgemessen. Und was soll ich sagen? An diesem einen Kontakt kommt nichts hier oben an dem weißen Kabel an. So, hier ist alles vergossen. Das heißt, man kommt da nicht dran. Diese beiden sind für den Parkposition und neutral. Diese beiden sind für den Rückwärtsgang und die anderen hier unten sind alle für die Gang, welcher Gang wohl eingelegt ist. Es sind immer so Unterbrechungen dazwischen. So, jetzt haben wir hier Stellung P. Kontakt hier ist geschlossen. Dann gehen wir auf den Rückwärtsgang, dann ist hier so ein Buckel. Dann geht es einmal hoch. Zack, dann ist der Kontakt unterbrochen. Gleichzeitig wird hier drüben das Rücklicht eingeschaltet, oder denke ich mal, dass das auch für den Rückwärtsgang, für die Rückfahrscheinwerfer ist. Dann die nächste Position wäre ja neutral, das heißt, wir drücken wieder diese Brücke hier und hinten geht es wieder auf. So,
Und zwischendurch sind hier unten auch noch ein paar Kontakte, die irgendwas schalten. So, und jetzt könnt ihr mal schon mal raten, was dieses Teil kostet. Ich habe heute bei Opel angerufen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr schätzt. Ich löse das gleich auch noch auf. So, jetzt versuche ich das mal hier aufzufräsen, weil mich interessiert das. Was ist dahinter? So, jetzt habe ich das mal aufgefräst. Jetzt sieht man auch diese Kontakte. Und ich vermute mal, dass wir da an diesem, da sieht man das weiße Kabel, da irgendwie eine kalte Lötstelle oder Pressung war. Weil wenn ich jetzt messe, habe ich glaube ich den Kontakt wiederhergestellt. Ich habe Durchgang nach hier. Also das ist nichts mit Elektronik drin oder sonst irgendwas. Das ist ein pipi einfacher Schalter mit ein bisschen Drehmechanik. Ja. Mit einem Stück Kabel dran. Ja. Und das ist eine unglaubliche Frechheit aus meiner Sicht, dass das Teil A sehr schwer zu bekommen ist und B bei dem FOH an der nächsten Ecke bestellbar ist sogar. Keiner besorgen. Kostet 1130 Euro. So, und jetzt seid ihr noch mal dran. Und nein, das ist kein Scherz. Dieses Stück Kabel, dieses Stück Plastik mit dem Metall und diesem Bügel, 1130 Euro. Ich sag's noch einmal. Ja, und jetzt war ich natürlich auch so blöd und habe vorher schon die Kabel abgeschnitten, weil wir haben gedacht, ist eh kaputt. Naja, wenn man das jetzt im Zubehör kauft, das kostet 30, 40 Euro. Bei Opel vielleicht 300. So habe ich gedacht. Ja, scheiße ist. Ja, was machen wir jetzt? 1130 Euro. Für so einen kleinen Schalter. Ich weiß nicht. Im Zubehör gibt es nichts. Ich habe gegoogelt. Ja, man kommt da auf ein paar Internetseiten. Meistens sind die irgendwo in Russland. In Kiew kann ich den aktuell bestellen für 318 Euro. In Amazon kann man den bestellen. Kanada kostet so um die 400 Euro umgerechnet. Amerika, USA genauso, aber die liefern leider nicht nach Deutschland. In Venezuela habe ich einen Händler gefunden im Intranet oder Internet. Der will sogar nur 178 Euro haben für das Originalteil. Wahnsinn. Aber wie kriege ich die Teile hier hin? Ja, Leute. Das ist immer wieder so ein Ding, was ich gar nicht verstehen. Ja, so meine Idee ist jetzt, dass ich das hier abschneide. Das mit dem Dremel noch dieses andere Gusszeug hier entferne. Dann diese Kabel direkt wieder anlöte neu. Und dann baue ich mir irgendwie was drumrum. Und dann gieße ich das mit Epoxidharz wieder neu. Und dann ist das ja auch wieder dicht. Also da ist mit Sicherheit nur eine kalte Lötstelle da gewesen. Und durch das Schleifen hat sich das jetzt wieder verbunden. Ich probiere es aus. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Selbst wenn man jetzt für 300 Euro so einen Schalter kauft, bin ich immer noch schneller und billiger. Weil für 300 Euro kriegst du ja in Deutschland eh nicht. Dann musst du bis Ende Januar warten. Ich versuch's. Versuch macht klug. Noch mehr kaputt machen können wir eh nicht. So, mal kurz grob mit der Flex vorgearbeitet. So, jetzt haben wir das mit dem Dremelchen hier ordentlich mal alles freigelegt, die ganzen Kontakte. Jetzt werden wir das mal entlöten. Und dann werden wir die Käbelchen mal neu anlöten. So, mittlerweile haben wir die Kabel da neu verlötet. Alles durchgemessen. Wir haben wieder Kontakt auf jedem Kanal. Jetzt müssen wir dort wieder zusammenbauen irgendwie. Ein bisschen Fett da rein. Zum Glück habe ich ja die Nieten weggebohrt und nicht weggeflext. So, jetzt setzen wir das vorsichtig wieder zusammen. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich nehme dann übrigens Schrauben statt Nieten. Ich habe so M3 Schrauben, die passen ganz gut.
Eigentlich wollte ich das ja gerne mit diesem Epoxidharz eingießen wieder. Aber da hätte ich mir erstmal eine Form bauen müssen. Ich habe einfach das gute Sikaflex genommen. Habe das schön damit gemacht. Lässt sich leichter verarbeiten. Ist auch haltbar. Und säurefest und hast du nicht gesehen, UV-beständig, obwohl da kommt ja kein Licht hin. So, jetzt haben wir alles wieder zusammen. Und jetzt machen wir mal einen Startversuch. So, Bremse treten, Zündung an, steht auf P. Oh, dieses Radio, ne? Rückwärts. N zeigt er an, okay. Dann schauen wir mal. Alter Schwede, der springt wieder an. Ist das geil. Dann machen wir mal Rückwärtsgang rein. Zeigt er rückwärts an. Aber kann ich jetzt nicht fahren, weil die Motorhaube auf ist. Ja, schön. Ja, Auto läuft wieder. Wunderbar. Ja, jetzt wollte ich das Auto abstellen. Jetzt geht hinten die Tür nicht mehr zu. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Dann gucken wir jetzt erstmal da unten an dem Stecker, machen wir ab. Und dann messen wir mal, ob da Spannung ankommt. Weil der Motor macht keinen Laut. Ja, wird schwer zu messen. Da sind so sehr kleine Kontakte. Ich glaube, so eine Messspitze habe ich gar nicht. Jetzt ziehen wir uns das Kabel da innen rein. Dann können wir das auf der anderen Seite rausziehen, durch den Hohlraum. Und dann können wir das ziemlich entspannt löten, weil da unten, das ist wieder nur Fummelei, das kannst du vergessen. Also durchschieben, durchfummeln, innen drin wieder rausholen. Auf der Seite, dann ziehen wir es durch und dann können wir arbeiten, vernünftig. So kann man richtig schön löten, ohne große Schwierigkeiten. Das könnte was werden. So, jetzt haben wir die Kabel wieder verlötet. Jetzt könnt ihr sagen, ja, was ist das für ein Fusch? Okay, normalerweise müsste man jetzt von hier so einen Reparatursatz haben, dass ich das hier unten irgendwo verbinde, hier innerhalb. Weil hier sind ja wieder die Knickstellen, die in dem Gelenk sind. Richtig, aber das ist jetzt mal eine Reparatur, die hält wieder, ich weiß nicht, 4, 5 Jahre. Das ist jetzt auch kein neues Auto. Bei einem neuen Auto wäre es ja schade, wenn das so wäre. Ja, ist halt eine Reparatur, die funktioniert. Zeitaufwendig, ein bisschen. Hast du mal 1, 2 Stunden Arbeit. Wenn man schnell ist. Und dann läuft das wieder. Jetzt machen wir hier den Schrumpfschlauch. Den habe ich ja hier schon vorbereitet. Die sind ja überall drauf. Die schrumpfen wir jetzt drauf. 10 Kabel bauen wir wieder an, Stecker dran und dann ist die Sache erledigt. Die größte Schwierigkeit an diesem ganzen Gerät ist nachher wieder wahrscheinlich hier diese Leiste reinzufummeln, diese Kunststoffleiste. Ja, gut. Aber da müssen wir jetzt durch. Ja, für den Schrumpfschlauch nehme ich dann wieder meine Lötlampe, weil das geht viel besser wie mit dem Feuerzeug. Das ist so eine kleine mit Feuerzeuggas betriebene Lötlampe. Damit kann man auch löten. Aber hier, wenn ich da jetzt so eine kleine saubere Flamme habe, kann ich das schön mit bearbeiten. Ja, am besten nimmt man Heißluftföhn, aber naja. Sieht doch gut aus. Muss man ein bisschen üben und dann geht das. Ja, mit der Flamme ist immer schwierig. Besser ist mit dem Föhn. Haben wir jetzt einen Heißluftföhn in die Größe mit so einer feinen Düse. Habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Dann machen wir das so. Besser wie mit dem Feuerzeug. Guck mal. Kann man das nämlich schön steuern, dann sieht man das auch. Geht aber auch mit dem Feuerzeug. Oh je, da war ich zu nah dran. Schön.
So. Jetzt den Stecker, habe ich jetzt das Gummi wieder drüber gezogen. Den Stecker fummeln wir jetzt da wieder durch, auf die andere Seite, dass der da rauskommt. Und dann müssen wir das Gummi da wieder reinwürgen, das andere Gummi und wieder alles zusammenbauen. Und dann sollte das funktionieren. Was ich festgestellt habe beim Zusammenbau, darauf achten, da sind so Nasen, genau da seht ihr die Nase. Das muss passen, sonst kriegt man das nicht wieder zusammengeklipst hier. Nur so als Info. Ja, jetzt testen wir einfach mal, ob da die Tür wieder abschließt. Dann nehme ich euch mit, könnt ihr mit zugucken, live, erste Versuch. Ja, auch wenn es jetzt ein Schnitt ist, aber es ist live, ich bescheiß euch nicht. Abgeschlossen, Tür ist wieder zu, Wahnsinn. Gut, Reparatur hat funktioniert. Jetzt können wir wieder alle glücklich sein. Ja, Operation gelungen, Patient tot. Nein, natürlich nicht. Ja, Leute, ist jetzt zwar schade, ist jetzt, okay, das Auto ist von 2005. Hat jetzt schon, naja, 2023, bald 18 Jahre auf dem Buckel. Kann das mal passieren. Völlig normal. Ich sage euch nur eins, ich hatte mal einen Mercedes. Und da war das schon nach 3 Jahren. Deswegen fahre ich lieber Opel, weil da passiert das erst nach 18 Jahren. Bei meinem Omega übrigens hatte ich solche Probleme noch nie. Ich glaube, da haben die bessere Kabel benutzt oder ich habe einfach Glück gehabt. Ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wenn, schaltet wieder ein bei Haus Nummer 18. Ich will euch noch gerne lange erhalten bleiben, wenn ihr Bock drauf habt. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch, ist auch immer schön. Und schreibt mal bitte in die Kommentare, ob es da Erfahrungen dazu gibt. Das würde mich echt interessieren, würde mich auch freuen, wenn da mal einer antworten würde. So, und jetzt machen wir Feierabend. Der André kommt gleich das Auto abholen. Und ja, vielleicht sehen wir uns in meinem Livestream. Bis dahin, so long, euer Heiko aus Haus Nummer 18. Und tschüss.